glaube, das könnte ein Projekt sein, was ein Riesenbeitrag ist für alle, für die Eltern, für die Kinder, für den Planeten, für uns alle. Ich bin Mama von 2 Jungs, genau, die sind aktuell 9 und 12 Jahre alt und die habe ich direkt mal hier zum Kids Foundation mitgebracht. Wir haben immer versucht, die Kinder richtig zu machen, die Kinder funktionieren zu machen. Und das fällt jetzt weg und das ist ein großes Geschenk. Es hat sich einiges verändert durch die Access Tools. Wenn die Sophie da vorne steht und so mit ihrer Freude und Lebenslust uns da irgendwelche Sachen lernt, dann ist das ganz was anderes wie die Lehrer in der Schule. Viele Kinder waren sehr, sehr aufgeregt vorher, haben es kaum erwartet, irgendwie reinzukommen. Ich bin die ganze Zeit so nach der Schule heimgekommen und so, Mama, wann ist endlich das Kids Foundation? Und ich freue mich schon so. Ja, also die Vorfreude hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Sie haben gleich gesagt, okay, welche Frau macht den Kurs in dem Interview? Okay, dann machen wir mit. Der Kurs selber ist auch richtig cool, weil es einfach mal, es ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, so ein richtiger Kurs, wo man halt irgendwie mitschreiben muss und keine Ahnung was, wie wir es in der Schule manchmal haben. Und einfach, es ist alles relativ locker, das ist einfach cool. Also das Lustige ist, wir sind ja daher gefahren als handyfreien Urlaub, also es gibt kein Handy hier. Und der Große ist dann gekommen und er hat mich nicht gesehen, wie ich hingekommen bin, und er hat das Handy in der Hand gehabt. Und ich von der Weiten so, Lino, was machst du da? Und sagt er, nein Mama, nicht was du denkst. Ich habe aber gelernt, dass ich das Handy crashen kann. Ich kann dein Handy kaputt machen. Und das will ich nur ausprobieren. Also ich bin mal in Mama im Schlafzimmer gestanden und dann habe ich irgendwie in meinen Kopf gekriegt und das habe ich dann auch irgendwie gesagt, energetisch bin ich lieb. Ich weiß nicht, aber das hat mir irgendwie, das ist irgendwie in meinen Kopf gekommen und das war dann so lustig. Also hier blüht er auf, er fühlt sich total wohl unter den Kindern. Hier kann er wirklich er selber sein. In der Schule zum Beispiel ist alles immer so strukturiert und so. Und da ist jetzt, da kann man sich ein bisschen hinlegen. Wenn es einem nicht so gut kriegt, kriegt man die Basis, ist auch voll angenehm. Mich einfach noch viel mehr Freude bei den Kindern war und auch so in so einer Gemeinschaft. Aber mir gefällt halt der Zauberspruch. Sie fühlen sich erstmal pudelwohl und das finde ich super. Sie sind, ich weiß gar nicht, ab der ersten Sekunde, glaube ich, mega gut angekommen hier. Das Mädel kommt angerannt und erzählt total viel vom Kurs. Merkt sich alle Sachen, findet die Körperprozesse super, hat dem Papa schon die Bars gegeben und saugt alles auf. Ich finde es total cool. Ich hatte am Anfang gedacht, irgendwie so, oh, das Erwachsenenhandbuch, spannend. Wie gehen die Kinder damit um? Und wie funktioniert das? Ja, und letztendlich, ich meine gerade heute über die Themen, die wir gesprochen haben, ne, über dieses Sexualness und was ist das überhaupt, Sex und so weiter, wie die Kinder dabei waren und auf unterschiedliche Art und Weise das genommen haben und wie du es dann auch transportierst mit dieser Selbstverständlichkeit, ja, das ist cool, machst du das. Also ich wusste ja, dass sie das in sich haben. Ich glaube, die Traute, das mehr zu zeigen, kommt leichter in so einer Gemeinschaft, wo alle darüber reden. Und das ist ja auch das, warum ich mich so mega gefreut habe zu kommen, weil ich dachte mir, dann sehen Sie mal, wie normal das ist. Dann ist es auch okay, so zu sein. Mega, also das ist das, was ich mir so sehr wünsche. Sophie ist die Kursveranstalterin, also sie gibt den Kurs. Ich finde Sophie sehr nett und sagt auch stets ihre Meinung und bleibt auch bei der und lässt sich nicht beeinflussen von anderen Leuten. Sehr nett, man kann mit ihr Spaß machen. Ich finde es cool. Ich auch. Die sitzt vorne, stellt uns Fragen. Wir machen auch manchmal so ein Quiz. Zum Beispiel, was ist schneller, Wissen oder Denken? Wissen, genau. Das war so wahnsinnig, fand ich. Die wussten alles. Die wussten alles, was wir an dem Tag gemacht hatten, auch wenn es für uns manchmal so aussah, als wenn die gar nicht richtig dabei waren. Und das fand ich echt crazy. Also sie kam am ersten Tag strahlend raus, mit solchen leuchtenden Augen und hat gesagt, das ist so cool. Und gestern Abend lag sie von sich aus im Bett und hat das Foundation Manual gelesen. Ich sag mal so, ich glaube hier in diesem Kurs im Foundation sind auch mega viele Kids, die mit diesen besonderen Fähigkeiten. Bei Noah? Ja. Der ist also noch viel offener als sonst, ne? Also noch viel fröhlicher als sonst und
auch auf sich achtet, als auf mich achtet. Der geht einfach seinen Weg, ohne dass er sagt, so von wegen, ich muss gucken, wo Mama ist, sondern er macht einfach. Also mein Lieblingsding war jetzt dieses 1, 2, 3, aber ich habe so den Rest einfach auch voll spannend gefunden, weil da kommen halt Themen auf, die man zum Beispiel jetzt nirgendwo anders besprechen würde. Zum Beispiel Sex. Bewertung, ja, das ist alles so, das bespricht man halt sonst nirgends. Ja, einfach dass sie Tools an der Hand haben, wo sie sich nicht mehr falsch machen müssen, wo sie mit umgehen können, wenn sie bewertet werden. Dieses 1, 2, 3, Ja, irgendwas. ja, diese Zahlen dort. 1, 2, 3. Also 1, ich fand 2, 3. eigentlich alles voll cool, so dass wir auch halt immer die MTVSS, ich habe gerade MTVSS. ja, habe ich ja gesagt, dass wir das halt auch gemacht haben. Anerkennen, sich super finden und mit dieser Klarheit weitergehen können. Okay. Ja, ist gut. Ja, es ist halt tut gut. den Kindern gut. Wir haben heute 5 Elemente, Sex. Wir hatten heute Sex, haben sie gesagt. Und wir haben ganz viel über Geld gelernt. Sie kennen die 10%-Regel. Da haben wir auch schon trefflich drüber diskutiert. Ja, ich merke bei meinem mittleren Sohn die meiste Veränderung. Der ist sonst ruhiger und der ist aufgelebter. Also der redet auch mehr und war auch so, oh, spannend. Mir gefällt am besten, dass hier alles so locker ist und so witzig und man zusammen lachen kann und das einfach total entspannt ist. Was ich am allercoolsten finde, ist tatsächlich die Körperprozesse, wie wundervoll die funktionieren mit allen. Das machen alle mit. Ich finde es ist einfach mal was anderes. Und das ist was, das gefällt mir sehr gut, wenn man nicht immer nur das Gleiche macht, sondern eben genau mal was anderes. Dann liegen sie da halt und es ist wirklich ganz still im Raum. Und plötzlich fangen die an, miteinander so ein bisschen zu tuscheln und so. Und die kennen sich vorher nicht. Und dann fangen die an, bestimmte Themen zu besprechen. Und das finde ich einfach, das ist so wunderschön. Das ist einfach doch nochmal ja, ganz speziell. Also nur Kids, ich finde, ihr habt es auch echt geil gemacht. Nämlich, die Eltern durften, ich weiß nicht, eine halbe Minute gefühlt hinein, was ich irrsinnig cool finde. Ja, es ist einfach cool, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Mega, mega genial. Und was ist jetzt noch alles möglich? Ich dachte, es ist wird total chillig, weil ich bin ja eh nicht im Foundation. Der Kurs der läuft ja nicht nur bei den Kids, sondern auch bei uns. Der Papa hat als erstes gesagt, jetzt schleppst du sogar die Kinder schon auf solche Kurse. Aber da habe ich ja gleich gesagt, nee, so läuft's nicht. Sie dürfen selber wählen, haben sie. Und dann war er neugierig. Also dann wollte er auch mitkommen. Man lernt halt richtig viel, wo man vorher oder was man von anderen Menschen nicht einmal annähernd hören würde. Also es ist leicht. Leo ist unheimlich ausgeglichen, der hat Spaß, der hat diese Wut nicht mehr in sich, der ist einfach so wie er ist, ne? Der hat Spaß einfach. Ne? Und Noah rennt überall hin und tobt sich auch den ganzen Tag aus. Ne? So wie er einfach sein möchte. Keine Begrenzung, keine Verbote, du darfst das nicht. Wenn wir jetzt den Kindern zeigen, es ist möglich, ein Leben zu haben, was wirklich Spaß macht. Und ja, ihr könnt euch das kreieren. Das ist kein Zufall. Ihr könnt es kreieren, ihr habt die Tools. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich. Ich habe so das Gefühl, weil meine Mama und die Sophie haben halt einfach so einen coolen Job. Der ist halt einfach so cool. Den hätte ich auch gern. Ja, ich glaube, die finden die Sophie ziemlich cool. Was du, Sophie, noch nicht weißt, ist, dass mein großer Sohn heute gesagt hat zu mir, Mama, kannst du Sophie bitte fragen, ob sie das jetzt jedes Jahr macht? Mir gefällt das so gut. Bin mega gespannt, was das noch weiterbringen wird. Danke Sophie und Antje und Simon und Christoph hinter der Kamera. Ja, voll. Mega geile Kreation. Ne? Weiter, los, auf die Plätze. Mua! Die Vorfreude am jeden Morgen war riesengroß. Die sind ins Zelt gestürmt, haben sich riesig drauf gefreut. Was ich auch erstaunlich gefunden habe, ist, dass die Kinder gewusst haben, dass es der erste Kids Only Foundation ist. Und man hat so richtig wahrgenommen, dass sie checken, was wir hier kreieren, also was für eine Tragweite das haben wird in der Zukunft.
Und denen war einfach bewusst, okay, wir werden diesen Kids Only Foundation, das ist das erste Mal, dass der stattfindet. Und die waren auch richtig stolz, da dabei zu sein, als die ersten Kinder. Ja, wir haben ja quasi das gemacht, was im Erwachsenen Foundation auch gemacht wird. Und ich hatte so dieses Gefühl, die haben dann irgendwann, nachdem es klar war, okay, wir können jetzt einfach so darüber sprechen, dieses, oh, okay, wir können jetzt einfach so darüber sprechen. Und es war vom ersten Tag so zu spüren, dass die Kinder einfach voll aufgeblüht sind und so lebendig geworden sind. Spannend war auch, dass die Eltern sich am zweiten Tag schon bedankt haben, wie sehr die Kinder nach dem Kurs tatsächlich die Eltern facilitiert haben. Gesagt haben, Mama, das war eine Bewertung. Ein großes Dankeschön wirklich an die Eltern, dass sie diese Kinder in diesen Foundation gebracht haben. Und wie cool auch von den Kindern, weil sie haben einfach diesen Foundation-Kurs kreiert und sie haben das wirklich möglich gemacht, dass der erste Kids Only Foundation stattfinden kann. So cool. Und was, wenn wir jetzt noch mehr davon kriegen? Ach, das wollte ich gerade sagen. Der Wunsch wurde nämlich geäußert, mehrfach. Bitte mehr von Kids Only Foundation. Ich fand einfach, dass dieser Foundation die absolut reinste Magie war. Gehst du morgen wieder so, Sophie? Gehst du da morgen wieder hin und hilfst mit? Ja? Gehst du da morgen wieder hin? Ja. Ja, die brauchen dich morgen. Ja. Ja, du bist morgen der Chef. Ja. Ja. Mama. Ja. Da. Da kannst du auch bauen, natürlich kannst du bauen morgen. Doch? Aber Sophie braucht dich. Wenn Christoph nicht da ist, musst du helfen. Da. Ja, genau. Mama. Ja. Ja, dann kannst du auch Fotos machen. Du bist dann der zweite Helfer von Christoph. Wenn Christoph nicht da ist, kannst du die Fotos machen. Ja. Okay? Da. Gib 5.